Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise durch Italien und befinde mich gerade in Montecchio, nördlich von Rom und fahre jetzt weiter Richtung Assisi. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 26. April 2023. Es ist sonnig, der Himmel ist blitzeblau und es ist noch sehr frisch. Ich fahre jetzt erstmal kurz rein wieder nach Montecchio und dann wird das heute eine Bergetappe, wenn ich aus dem Ort raus bin. Ja, das ist nochmal ein Ausblick hier. Und ich muss jetzt da die Straße hoch. Da drüben liegt jetzt Montecchio, habe mich jetzt 500 Meter entfernt und es geht bergan. Es geht munter bergan und da unten liegt ein Stausee, an dem ich entlang gefahren wäre, wenn ich gestern meinem Trek weiter gefolgt wäre und nicht hier hoch zu meiner Unterkunft nach Montecchio gefahren wäre. Hier gibt es anscheinend auch einige Wanderwege. Gestern in der Bar im Ort habe ich auch 2 Wanderer gesehen, die sich da ausgeruht haben. Es geht weiter bergan, bisschen anstrengend, so direkt aus dem Bett raus, bergauf. Es gab auch kein vernünftiges Frühstück, sowas Italienisches. Und ja, man sieht leider auch nicht viel. Rechts der Hang, links Büsche. So, da unten liegt Montecchio, die ganze Ebene, durch die ich gestern gefahren bin. Ja, ich bin jetzt auf über 600 Meter. Ich weiß gar nicht, wie hoch Montecchio gelegen hat. Aber es ist schon wieder ein Stück gewesen. Jetzt kam ich gerade um die Ecke, sah blauen Himmel und dachte, ich bin oben. Aber es ist nur ein Wanderparkplatz und es geht weiter hoch. Und das ist jetzt der Blick auf den Stausee, den ich eben schon aus der Ferne einen Zipfel gesehen habe. Die erste Höhe scheint erklommen. Ein richtiges Oben gibt es hier heute nicht. Es wird immer rauf und runter gehen. Hier geht es jetzt runter zum See. Ich fahre aber weiter nach Todi. Ich wäre, wenn ich dem Trek gefolgt wäre, jetzt hier von dieser Abzweigung hochgekommen. Es scheint mir aber ziemlich steil zu sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser oder schlechter war von Montecchio aus. Todi sind es jetzt noch 22 Kilometer, da bin ich jetzt mal gerade 5 Kilometer von Montecchio hochgefahren. Naja. Braucht halt immer seine Zeit. Ich ziehe mir jetzt meine Jacke an, denn es geht jetzt runter und es ist noch sehr frisch. Das ist, was es heute zum Frühstück gab. So eingepackte Hörnchen mit Schokolade drin und noch 2 Päckchen Zwieback. Das ist aber ganz normal, die Italiener frühstücken nicht so dolle. Wenn sie haben, ein schönes Croissant mit Marmelade oder Schokolade oder Creme gefüllt. Und dazu ein Kaffee, das reicht denen in der Bar morgens. Ein Kraterfeld hier. Zum Glück bin ich nicht so schnell gefahren, als ich da reingesaust bin. Zum Glück ist hier gar nicht viel los auf der Straße. Ich fühle mich fast schon ein bisschen einsam nach den verkehrsreichen Tagen bisher. Der Zustand der Straßen erinnert mich ein bisschen an Albanien. Da waren sie teilweise sogar noch besser. Jetzt war ich doch ganz schön hoch. Ich glaube 750 Meter, so um den Dreh rum. Sehr schöne Landschaft hier. Gefällt mir sehr gut. Eben habe ich schon Flieder gesehen, der geblüht hat. Der müsste ja in Deutschland auch bald kommen, irgendwann im Mai. Hier scheint ein Wanderweg zu sein. Wow, neuer Teer. Vielleicht ist das ein Pilgerweg nach Rom, wer weiß es. Ja, hier ist der Frühling jetzt echt angekommen. Wunderschön. Es ist zwar jetzt noch ein bisschen frisch heute Morgen,
Also bei der Abfahrt war ich jetzt froh, dass ich eine Jacke hatte. Hätte auch gut dickere Handschuhe anziehen können. Aber im Laufe des Tages wird es richtig angenehm, hoffe ich. Jetzt habe ich gerade noch eine Pause in der Bar gemacht und habe mir noch ein Brot schmieren lassen für unterwegs und genieße jetzt hier die Aussicht. Das ist eine komplett andere Welt als da, wo ich herkomme jetzt. Ja, heute ist Mittwoch, Donnerstag vor genau 4 Wochen bin ich losgefahren. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergangen ist. Ich habe so viel gesehen, dass ich das gar nicht verarbeiten kann. Und so unterschiedliche Landschaften und jetzt bin ich hier und kann es noch gar nicht begreifen. Mir sind jetzt auch schon 2 oder 3 Radreisende entgegengekommen, die hier den Berg hochstrampeln und ich bin froh, dass ich gerade runterfahre. Ja, jedenfalls beginnt da jetzt wohl die Saison. Ich war ja ein bisschen früher. So, jetzt ist es mit der Abfahrt vorbei. Es geht wieder hoch nach Todi. Das sind noch 2 Kilometer. Ja, leider liegt die Altstadt von Todi oben auf dem Berg. Ich habe ganz müde Beine. Oh, ich glaube nicht, dass ich da hochfahre. Da würde es jetzt in Serpentinen hochgehen. Aber das schaffe ich jetzt nicht. Ja, aus der Richtung komme ich. Hier könnte man jetzt meinen, hier steht die Frauenkirche aus Dresden, aber das ist die Chiesa Santa Maria della Concellazione. Also ich habe jetzt versucht hochzufahren, aber die Beine sind einfach zu müde, ich schaff's nicht. Ich brauche die Kraft noch für später. Das ist jetzt das untere Stadttor, durch das ich rausgekommen wäre, wenn ich da hochgefahren wäre. Aber wie gesagt, es ging einfach nicht. Und hier ist auch endlich wieder Verkehr. Ich habe ihn schon vermisst. So, da kann man Todi mal liegen sehen. Jetzt weiß ich auch, warum der Ort Todi heißt, weil es hier tödlich runtergeht. Ja, und geradeaus liegen die Berge, über die ich jetzt noch rüber muss. Ich habe jetzt 1/3 ungefähr geschafft bis Assisi. Und es ist 11:45. Jetzt muss ich mal ein Stück schieben. Die Beine sind einfach zu müde. Ich bin jetzt wie gesagt 4 Wochen unterwegs. Nur einmal, glaube ich, einen Tag in Agrigent Pause gemacht und einen in Amalfi. Ja, es wird Zeit wieder für einen Ruhetag. Ja, das war die richtige Entscheidung, hier zu schieben. Wird immer steiler. Das ist der Blick zurück auf Todi und da links die Straße des Todes bin ich runtergekommen und jetzt hier wieder genauso steil rauf. Und ich muss jetzt weiter hoch und dann über eine ganze Bergkette rüber, auf dessen anderen Seite dann Assisi liegt. Ich komme jetzt nach San Damiano. Ich habe jetzt einen Zwischenhoch erreicht hier. Und wie gesagt, ich muss jetzt über eine Bergkette, nicht über einen Bergrücken, sondern es geht immer rauf und runter. Mal kurz schauen, wie es hier so aussieht. Da ist eine Bank, da mache ich jetzt erstmal Pause. So, weiter geht's. Das war eine schöne Pause. Habe ein Schnittchen gegessen, mir vorhin in der Bar habe schmieren lassen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Oh je, hat auch noch der Teer aufgehört. Und es liegt ganz viel loser Kies auf dem Weg, den man so richtig schön wegrutscht. Ja, ich bin jetzt auf der Hauptstraße.
Es ging erst ein Stück hoch, jetzt über eine Brücke und jetzt habe ich mir ein Tal gespart schon mal. Ich bin jetzt in Bastardo und hier gibt es die Bäckerei Blondini. Die haben leider zu. Ich habe in Bastardo eine kleine Pause gemacht, ein bisschen Zuckerwasser getrunken, braunes. Und das hat mich jetzt ganz gut über den nächsten Berg gebracht. Und jetzt geht es Richtung Bavagno und ja, dann Richtung Assisi. Ich komme jetzt nach Bevagna und mal schauen, was es da zu sehen gibt. Ja, es scheint ein ganz nettes Städtchen zu sein, aber ich fahre jetzt schon wieder raus. Es geht jetzt erstmal hier an diesem kanalisierten Fluss entlang, den ich eben überquert habe. Und Assisi liegt jetzt noch 20 Kilometer entfernt. Da habe ich mir jetzt eine Ferienwohnung für 2 Nächte gebucht. Ich brauche dringend einen Ruhetag und Assisi erscheint mir ja, sehenswert, sodass man da auch einen Ruhetag verbringen kann, ohne sich zu langweilen. Die Qualität hat ein bisschen nachgelassen. Es ist aber noch zu fahren. Ich bin jetzt vom Fluss weg, aber noch im Flusstal. Also jetzt erstmal keine Berge fahren. Ja, und gerade konnte man Assisi, glaube ich, noch da an den Bergen liegen sehen. Also es geht da hin noch mal hoch. Aber da sind jetzt die Bäume davor. Ich bin jetzt in Canara. Da muss ich die Flussseite wechseln. Jetzt kann man Assisi da oben am Berg liegen sehen. Das ist noch ein ganz schönes Stück hoch. Wie gesagt, letztes Wochenende war verlängertes Wochenende. Dienstag war Feiertag und Montag dann Brückentag. Da war da überhaupt nichts zu bekommen an Unterkünften, was bezahlbar gewesen wäre. Das war jetzt deutlich besser. Ich bin jetzt gerade durch Ribotorio gekommen und jetzt hat der Aufstieg begonnen. So, jetzt sind es ungefähr noch 2 Kilometer. Ich bin gerade eine ziemlich steile Straße hochgekommen. Jetzt windet sich die Straße den Rest in Serpentinen da hoch. Assisi, ja. Es ist aber noch ein Stück. So, die Stadt wird gestürmt, das Tor ist auf. Das schaue ich mir morgen alles in Ruhe an. Und so sieht das Haus von draußen aus, in dem ich wohne. Ich wohne im 1. Stock hier, links. Ich gehe mal kurz in die Stadt, um euch zu zeigen, worauf ihr euch morgen freuen könnt. Da hinten über die Berge bin ich gekommen. Dann bin ich durch diese wunderschöne grüne Ebene gefahren. Und dann habe ich mich hier hochgekämpft. Das ist die Piazza del Comune, aber morgen dazu mehr. Vor dem Hotel Alexander beende ich das Video jetzt für heute. Es war ein toller, aber auch sehr anstrengender Tag. Ich hatte wirklich super Glück mit dem Wetter. Ich hoffe, das bleibt morgen auch so. Und da schaue ich mich dann genauer um und gehe vielleicht auch ein bisschen in die Umgebung. Wir werden es sehen. Ja, wenn du wissen willst, was ich dann morgen mache, was ich da sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!